wir fahren, wir fahren schneller. Wir brennen, wir brennen, wir brennen heller. Unsere Augen leuchten greller, unsere Augen groß wie Teller. Deutschland, Deutschland, spiegelglatt. Deutschland, Deutschland, spiegelglatt. Lutz derer von und zu wurde 1973 in Dresden als Sohn eines Fleischers geboren. Nach dem Abitur absolvierte er eine Ausbildung zum Koch und half seinem Vater am Bratwurststand. Später arbeitete er als Türsteher für verschiedene Nachtclubs und verübte Einbrüche im Auftrag des Dresdner Rotlichtmilieus. Nebenbei betrieb er eine Foto- und Werbeagentur, die Logos und Schilder für Friseursalons, Imbisse, Bordelle und Spielautomatenaufsteller gestaltete. 1998 wurde er wegen 16-fachen Einbruchs mit Diebstahl zu 3 Jahren und 8 Monaten Haft verurteilt. Er entzog sich durch Flucht nach Südafrika, lebte dort unter falschen Namen und wurde aber nach 2 Jahren wegen ungültigen Visums identifiziert und nach Deutschland abgeschoben. 2009 wurde er mit 40 Gramm Kokain und noch einmal mit 54 Gramm erwischt, wofür er im folgenden Jahr zu 2 Jahren auf Bewährung verurteilt wurde. Er erntete Vorstrafen wegen Trunkenheit am Steuer und Anstiftung zur Falschaussage. 2014 wurde er zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er ein Dreivierteljahr lang keinen Unterhalt für seinen Sohn gezahlt hatte. Im selben Jahr gründete er gemeinsam mit Freunden aus der Party-, Fußball- und Eishockeyszene den Verein Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlands, Pegida, der in Dresden zu Demonstrationen gegen die deutsche Einwanderungs- und Asylpolitik zu Null-Toleranz gegenüber kriminellen Zuwanderern aufrief. Zum Organisationsteam zählten unter anderem der Sicherheitschef des Fußballclubs Dynamo Dresden, ein Unternehmer, der gerade mit dem Hammam der kleine Muck pleite gegangen war, und ein Arbeitsloser, der sich durch den Verkauf von Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt des Sozialbetrugs schuldig gemacht hatte. Lutz hatte zuletzt wieder am familiären Bratwurststand seine Brötchen verdient und wetterte nun in seinen Reden, dass arme Rentner in ungeheizten Wohnungen säßen und sich kein Stück Stollen mehr leisten könnten, während Asylbewerber in luxuriös ausgestatteten Unterkünften residierten. Bald gingen die Teilnehmerzahlen an den montaglichen Demonstrationen in die Tausende, darunter auch Nazis, Hooligans und Identitäre, und die Presse überschlug sich. Aus der ganzen Welt reisten Beobachter an, um zu begutachten, wer genau da demonstrierte und was dies über Deutschland im Allgemeinen und Sachsen im Besonderen, ein Bundesland mit einem Ausländeranteil von gerade mal 2,2%, aussagte. Dank der gewaltigen medialen Resonanz brachte man es im Januar 2015 einmal auf 25.000 Teilnehmer und 35.000 Gegendemonstranten. Dann sackte die Zahl der Teilnehmer wieder auf einige Tausend, die der Gegendemonstranten auf einige hundert ab. Der Wirbel um Lutz aber ließ nicht nach. Man entdeckte, dass er auf Facebook Asylbewerber als Viehzeug, Dreckspack und Gelumpe bezeichnet, das Foto eines Ku-Klux-Klan-Anhängers gepostet und mit dem Satz "3 Ks a day keeps the minorities away" überschrieben, sowie als Adolf Hitler beim Friseur posiert hatte. Im Mai 2016 wurde er wegen Volksverhetzung rechtskräftig zu einer Geldstrafe verurteilt. Im Herbst wurde bekannt, dass Lutz bereits seit Monaten mit seiner Frau Vicky auf Teneriffa lebte und nur zu den Pegida-Demos nach Deutschland einflog. Er rechtfertigte den Umzug mit der Sorge um seine persönliche Sicherheit und nicht näher benannte Geschäfte. Fortan fiel Lutz vor allem noch dadurch auf, dass gegen ihn wegen Rufschädigung, übler Nachrede, falscher Verdächtigung und Volksverhetzung ermittelt wurde. 2018 wollte er, nachdem Martin Born die Einreise nach Großbritannien verweigert worden war, an seiner Stadt eine Rede in Speakers Corner in London halten, wurde aber in Gewahrsam genommen und abgeschoben. Die zunehmend nach rechts rückende AfD hob ihren Beschluss über die Unvereinbarkeit einer Mitgliedschaft bei AfD und Pegida wieder auf, blieb aber auf Distanz zu Lutz. Lutz war das Bauernopfer.
Seine 15 Minuten Ruhm im deutschen Politikzirkus waren abgelaufen. Politik hatte ihn nie besonders interessiert und es fühlte sich gut an, dass es damit wieder vorbei war. Nur im Rampenlicht wollte er schon gerne stehen. Vor Pegida hatten Lutz und Vicky davon geträumt, die Stars einer Reality-TV-Serie zu werden. Und zumindest für ihre Freunde auf Facebook waren sie das auch schon gewesen. Sie hatten sich bei der Facebook-Aktion Deutschlands schönste Paare beworben, hatten mit allem Drum und Dran in Weiß geheiratet. Lutz hatte Vicky, mein Mäusezähnchen, hab dich lieb und ich bau dir einen kleinen Privatdschungelschatz und schwinge mich im Lendenschurz von Liane zu Liane für dich in die Timeline gesäuselt. Er hatte die Wendeltreppe ihrer Wohnung mit I love you Schildchen gepflastert, ihre Wohnung in einem Mehrfamilienneubau, königliche Residenz derer von und zu benannt und in die Runde gefragt, ob Vickys Dekolleté symmetrisch sei. Doch ähnlich wie Martin war Lutz für ein toteliges Reality-TV nicht mehr tragbar. Wenn, dann käme für ihn nur ein deutlich ruppigeres Format in Frage. Einige seiner Bekannten waren in den letzten Jahren in das Geschäft mit Escape Rooms eingestiegen, eine Art von auf engem Raum verdichteter Schnitzeljagd. Die Gewinnmargen waren anscheinend beträchtlich, aber Lutz fragte sich, warum immer nur Escape, warum nicht auch Break-In? Vielleicht gäbe es Probleme mit der Polizei, wenn man allzu realistisch vorginge, aber Lutz kamen dabei sowieso eher die Hollywood-Heists in den Sinn, in denen sich die Panzerknacker durch ein Gewirr von Lasern zum Tresor vortänzelten und dessen Schloss mit dem Stethoskop abhorchten. Weitere Challenges seines Gangsters Paradise bestanden in der heimlichen Übergabe eines kleinen Drogenpakets und für unsere ausländischen Gäste einem illegalen Grenzübertritt. Wer im Vollmodus spielte, landete, wenn er sich erwischen ließ, mehrere Tage lang im authentisch gestalteten Knast. Viele Kumpel von Lutz zogen nach Deutsch Südost und so errichtete er dort mit ihrer Hilfe in einer Kettenburg in Gräfentonner, die vom 19. Jahrhundert bis zum Ende der DDR als Gefängnis gedient hatte, die erste Ausgabe des Themenparks. Außerdem entwickelte er das Konzept für eine Reality-TV-Serie, in der sich die gecasteten Mitspieler in den Challenges des Gangsters Paradise und bei der Bildung einer Bande beweisen mussten. Lutz würde als der Oberknacker über sie urteilen. Wenn alles glatt lief, könnte das Gangsters Paradise für ihn zu dem werden, was The Apprentice für Donald Trump gewesen war. Sein Sprungbrett in politische Höhen.